Nehmen wir mal an, du besitzt einen Hügel, so etwa 76 Meter hoch, die höchste Erhebung weit und breit. Dort möchtest du dir einen Aussichtspunkt bauen, da man von hier so wunderbar an die Landschaft schauen kann. Zudem empfindest du eine große Begeisterung für Italien, durftest das Land bereisen, hast seine antike Architektur studiert und selber gezeichnet. Geld wäre auch nicht so das Problem, denn du bist König. Was würdest du dir bauen? Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ausflug auf den Pfingstberg in Potsdam, wo wir uns anschauen, was sich König Friedrich Wilhelm IV. Im 19. Jahrhundert erträumt hat und zumindest ansatzweise verwirklichen konnte. Bei dieser Tour erzähle ich auch etwas über den Verfall des Areals zu DDR-Zeiten, die Sanierung und am Ende erkläre ich noch, warum der Pfingstberg so heißt, wie er heißt. Wie kommt man überhaupt hier hin? Zum Beispiel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof Potsdam aus. Oder wer sowieso plant, das Marmorpalais oder das Schloss Cäcilienhof im Neuen Garten zu besichtigen, kann von dort in etwa 30 Minuten zum Belvedere hochlaufen. Oder man strampelt wie ich mit dem Fahrrad hinauf. Wenn wir uns allerdings in Gedanken 35 Jahre oder mehr zurückversetzten, wäre ein Besuch erst gar nicht möglich gewesen. Zu DDR-Zeiten war hier spätestens nach dem Mauerbau 1961 Sperrgebiet, da man von oben auf die Grenzbereiche und nach West-Berlin schauen konnte. Das Areal unten zwischen Neuem Garten und Pfingstberg galt als verbotene Stadt. Seit 1945 waren dort über 100 Villen und Liegenschaften von der sowjetischen Militäradministration in Deutschland beschlagnahmt worden. Im sogenannten Militärstädtchen Nummer 7 befand sich die Deutschlandzentrale der sowjetischen Spionageabwehr. Von hier aus wurden mehr als 40 Jahre lang alle Geheimdienstaktionen auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone und der DDR koordiniert. Wobei, irgendwie kam man doch hinauf auf den Pfingstberg. Zumindest für Kinder war das damals ein Abenteuerspielplatz hier. Man musste sich durch dichtes Gestrüpp durchkämpfen und ab und an war mal wieder eine der Stahlplatten, die die Zugänge zum Belvedere verriegelten, zur Seite gebogen worden. Man konnte dann durch ein dunkles Loch in die Ruinen steigen, durch einen langen Gang schleichen und über die Wendeltreppe auf den Westturm klettern. 1988, also noch zu DDR-Zeiten, taten sich Menschen zusammen, gründeten eine Arbeitsgemeinschaft Pfingstberg und begannen, alle 2 Wochen hier in Eigeninitiative Sträucher und Gestrüpp wegzuschneiden, die Wege und die Rasenfläche vor der Ruine wieder freizulegen. Damals hätten sie sich nie im Leben träumen lassen, dass das Gebäude einmal wieder vollständig saniert sein würde. Sie wollten einfach ausprobieren, wo die Grenzen sind, wie weit man im Staat DDR gehen konnte. Es entwickelte sich ein großer Zusammenhalt in der Gruppe und Freundschaften, die nach der Wende Fortbestand hatten und zur Gründung des Fördervereins Pfingstberg führten. Davon aber später noch mehr. Schauen wir uns das Schloss Belvedere doch zunächst einmal in Ruhe an. Wir werden es besichtigen, durch die Kolonnaden laufen und auf die beiden Türme steigen. Unterwegs erzähle ich dabei weiter. Wie bereits gesagt, hat sich König Friedrich Wilhelm IV. Das Belvedere errichten lassen. Er war künstlerisch begabt, zeichnete eigene Entwürfe, die er aber immer mal wieder abänderte. Als Vorbild dienten ihm italienische Villen aus der Zeit der Renaissance. Letztendlich kopierte der König das um 1585 erbaute Casino di Palazzo Farnese in Caprarola nördlich von Rom und ergänzte es durch eine mächtige Doppelturmanlage. Seine Architekten Persius, Stüler und Hesse, Schüler Karl Friedrich Schinkels, übernahmen die Erstellung der Baupläne und versuchten seine Ideen umzusetzen. Die erste Bauphase erstreckte sich von 1847 bis 1852 über 5 Jahre. Dann wurde der Bau unterbrochen, da dem König die Errichtung des Orangerieschlosses auf einer Anhöhe nördlich vom Schloss Sanssouci wichtiger war. Erst danach sollte das Belvedere fertiggestellt werden. Dazu kam es aber nicht mehr. Der König hatte mehrere Schlaganfälle, musste die Regierungsgeschäfte an seinen Bruder Wilhelm I. übergeben und verstarb im Januar 1861. Wilhelm I. konnte mit der Kulissenarchitektur wenig anfangen, aber er ließ das Belvedere in reduzierter Form fertigstellen, um es vor Wetterschäden zu schützen. Wie so oft ließen gewandelter Geschmack und andersartige Ambitionen bei den Hohenzollern ein hochkarätiges Bauwerk in Dornröschenschlaf fallen. Aber auf einem Aquarell des Architekten Ferdinand von Arnim von 1856 kann man gut erkennen, was Friedrich Wilhelm IV. Noch alles geplant hatte. Ein zweigeschossiges Casino sollte im direkten Anschluss an den heutigen Eingangsbereich erbaut werden. Von dessen Terrasse sollte eine doppelläufige Treppe in Hufeisenform herabführen, in deren Mitte eine Fontäne gesprudelt hätte.
Daran anschließend war ein abwärts laufender breiter Fußweg geplant, der durch eine Wassertreppe geteilt und am unteren Ende von 2 Pavillons flankiert worden wäre. Aber wie gesagt, das ist alles nicht mehr verwirklicht worden. Über dem Eingangsbereich sieht man das geflügelte Pferd Pegasus in zweifacher Ausführung. Laut dem Mythos schlug es mit seinem Huf die berühmte Quelle auf dem Berg der Musen, Helikon. Wer aus dieser Quelle trank und sich von den Musen küssen ließ, stieg auf zu geistigen Höhen. Die Originale aus Zincus von 1863 waren nach dem Zweiten Weltkrieg unwiederbringlich verschollen. Erst 1995 konnte der Förderverein zusammen mit Schülern bei einer Grabungsaktion 50 Bruchstücke, darunter ein Huf, eine Flügelspitze und Teile des Pferdehodens, in einer aufwendigen Grabungsaktion zutage bringen. Einschussspuren deuteten darauf hin, dass die Statuen als Zielscheibe genutzt worden waren. Zusammen mit Fotos aus den 30er Jahren dienten die Funde dem Berliner Bildhauer Andreas Hoferig als Anhaltspunkte für die Rekonstruktion. Jetzt gehen wir aber mal hinein. Öffnungszeiten sind von April bis Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr, im März und November am Wochenende von 10 bis 16 Uhr. Was sagt mein Enkel? Oma und Opa haben immer Geld. Der Eintritt beträgt 6 Euro, ermäßigt 4,50 Euro oder für Kinder 3 Euro. Die Anlage hat einen fast quadratischen Grundriss und umschließt einen großen Innenhof mit Wasserbecken. Das Wasserreservoir wird bis in die heutige Zeit vom Pumpenhaus der Meierei im Neuen Garten gespeist und dient als Hochbehälter für die Wasserspiele des unten gelegenen Neuen Gartens. Vom Innenhof geht es hoch über doppelläufige Freitreppen auf die Dachterrasse über dem Torbau und weiter zu den Kolonnaden, die den Zugang zu den beiden Türmen bilden. Kaum vorstellbar, wie das Bauwerk vor der Sanierung aussah. Das Gebälk verfaulte, Steine stürzten herab, löchrige Dächer ließen Wasser hindurch. Vandalen taten ein Übriges. Die Westkolonnaden brannten noch Anfang der 90er Jahre durch eine Brandstiftung fast vollständig ab. Es wurde nie aufgeklärt, wer dafür verantwortlich war. Auch die Ostkolonnaden hier mussten fast vollständig erneuert werden, nur wenige Teile in der Decke sind noch im Original vorhanden. Wir kommen in eines der 2 Teezimmer. Mehr Zimmer gab es in der ganzen Anlage nicht. Es handelt sich hier um das maurische Kabinett mit bunten, glasierten und zum Teil vergoldeten Fliesen an den Wänden. Während von der bemalten Decke nur das Erhaltene wiederhergestellt wurde, hatte man sich entschlossen, die Wandverkleidung mit Fliesen aus Keramik komplett zu erneuern. Anfangs standen nur ein paar Bruchstücke zur Verfügung, aber nach einem Presseaufruf kehrten 10 Fliesen zurück, nach denen alles andere gestaltet werden konnte. Entworfen wurde das maurische Kabinett von Karl von Diebitsch, der nach Abschluss seines Studiums an der Bauakademie in Berlin nach Italien, Frankreich, Algerien und schließlich nach Granada in Spanien gereist war, um dort die Alhambra zu studieren. Später war in Ägypten in Kairo tätig, wo er 1869 auch verstarb. Wer gerne in einem Schloss heiraten möchte und wünscht, dass einem bei der Hochzeit die Welt zu Füßen liegt, kann sich hier oben trauen lassen. Von Mai bis Oktober zu buchen über das Standesamt Potsdam für eine Gebühr in Höhe von 550 Euro. Über einen Arkadengang geht es weiter zum Westturm. Hier befindet sich das römische Kabinett. Eine gusseiserne Wendeltreppe führt hinauf bis auf die Aussichtsplattform des Turmes. Kann ich hoch? Geht hoch? Ja, dann bist du grün. Alles klar. Ich wollte nur wissen, ob jemand oben ist. Wenn die Pyramide geht, dann bist du grün. Nun sind wir wieder.
Bei gutem Wetter hat man einen herrlichen Rundumblick. Gen Westen sieht man die Havellandschaft. Es folgen einige Neubauviertel Potsdams im Grün. Und bevor der Blick in die Innenstadt mit der Nikolaikirche wandert, kann man den Park Sanssouci erkennen. Über den Arkadengang gelangt man auch noch zum Ostturm, auf den es ebenfalls hinaufgeht. Während wir uns hier umschauen, möchte ich noch mehr zum Wiederaufbau erzählen. Zuerst bewahrte der Förderverein den Pomona-Tempel vor der völligen Zerstörung. Diesen Tempel kann man von hier oben zwischen den Bäumen sehen. Der Tempel war 1801 das erste selbstständig ausgeführte Bauwerk des Architekten Carl Friedrich Schinkel. Beauftragt wurde er von Karl Ludwig von Oesfeld, dem an diesem Ort ein großer Weingarten gehörte, als Geschenk an seine Frau. Der 19-jährige Schinkel wählte für sein Gesellenstück, das ein Teepavillon werden sollte, die Form eines griechischen Tempels, gewidmet Pomona, der römischen Göttin der Baumfrüchte. Das blau-weiß gestreifte Zeltdach, das man auf der Dachterrasse sehen kann, wurde erst Jahre später für gesellschaftliche Anlässe ergänzt. Der Pomona-Tempel konnte durch eine Spende der Remzmar-Stiftung 1992 bis 1993 wieder aufgebaut werden. Nach dessen Fertigstellung gab es ein Treffen auf der Tempelterrasse, bei dem auch der Versandhändler Dr. Werner Otto anwesend war, der ebenfalls 100.000 € gespendet hatte. Als der Vorsitzende des Fördervereins im Gespräch von dem Traum sprach, den Westturm zu sanieren, fragte Otto: Was braucht ihr denn dafür? Naja, so etwa 4,5 Millionen D-Mark. Gut, die bekommt ihr von mir. Später spendete Otto nochmal mehr als 6 Millionen D-Mark. Hinzu kamen noch Gelder von der Lotto-Stiftung, vieler privater Spender und wiederum der Remzmar-Stiftung, die jede Spende bis zu einem Betrag von 3,5 Millionen D-Mark verdoppelt hat, sodass das gesamte Schloss bis zum Jahr 2003 für dann insgesamt 11 Millionen € wieder aufgebaut werden konnte. Das Ganze geschah in enger Abstimmung mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Diese hatte nach ihrer Gründung 1995 800 Hektar Parkanlagen und über 30 Schlösser zu pflegen und zu sanieren und wäre nicht in der Lage gewesen, auch noch das Belvedere in Angriff zu nehmen. Nach der Sanierung wurde ein Kooperationsvertrag abgeschlossen, der den Betrieb des Belvedere in die Verantwortung des Fördervereins übertrug, der mit den Eintrittsgeldern und weiterhin dringend nötigen Spenden, aber auch durch Mieteinnahmen für Kulturveranstaltungen den laufenden Unterhalt finanziert. Sonst wäre das Belvedere auch heutzutage nicht zugänglich, sondern nur ein schöner Hingucker. Das Motto lautet Erhaltung durch Nutzung. Es ist übrigens das einzige Schloss der Stiftung, bei dem es diese Regelung gibt. Genauso wie die Schlösser wurden auch die Gärten und Parks in Potsdam gestaltet.
Für die Gartenarchitektur im 19. Jahrhundert war hier Peter Joseph Lenné zuständig. Er musste sich den Gegebenheiten des dann nur halb fertiggestellten Bauwerks anpassen und Änderungen in seiner ursprünglichen Gartenplanung vornehmen. Das Belvedere und der Pomona-Tempel mussten gartenarchitektonisch verbunden werden, ohne optisch im Zusammenhang zu stehen. Als Außenanlage für das Belvedere entstand ein halbkreisförmiger Laubengang, dahinter öffnet sich talabwärts das Gelände um den Pomona-Tempel. In geschlängelten Wegen, die immer mal wieder Aussichtspunkte freigeben, geht es wieder hinunter. Das Gelände hier wirkt natürlich, ist aber von Lenné sehr geplant angelegt worden. Ich hatte ja noch angekündigt zu erzählen, warum wir uns auf dem Pfingstberg befinden. Dazu ist jetzt Zeit. In einer Karte von 1683 lautete die Bezeichnung noch Eichberg. Dieser war ein Stadtwald, dem die Bevölkerung kostenfrei Holz für den Hausbau entnehmen durfte. Nachdem 1743 am südlichen Hang ein jüdischer Friedhof angelegt wurde, erfolgte die Umbenennung in Judenberg. Wie zuvor schon erwähnt, gehörte das Gelände mit dem Pomona-Tempel dem Geheimen Rat Karl Ludwig von Oesfeld. Als die Königin Luise zu Pfingsten 1804 bei diesem zu Besuch gewesen sei und angenehm gespeist habe sie die Umbenennung des Berges vorgeschlagen, heißt es. Friedrich Wilhelm III. Soll daraufhin 1817 zum Andenken an seine 1810 verstorbene Gemahlin die Namensänderung vorgenommen haben, nachdem er das Grundstück erworben hatte. Es gibt auch noch eine zweite Version. Sie lautet, der Berg sei einfach nach einem Besuch des Königs auf der Anhöhe zu Pfingsten 1817 umbenannt worden. Wer mehr zu dem Königspaar, zu Friedrich Wilhelm III. Und Luise wissen möchte, kann sich noch mein zweites Video zum Brandenburger Tor anschauen. Hier unten befindet sich die Villa Quandt, die das Fontane-Archiv beherbergt. Und ein Stückchen weiter werden wir wieder an die Nachkriegsgeschichte und das Militärstädtchen Sieben erinnert. Hier sieht man die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikow-Straße. In dem hinteren Gebäude befand sich vom Sommer 1945 bis in die 1980er Jahre das zentrale Untersuchungsgefängnis der sowjetischen militärischen Spionageabwehr. Die Geschichte des Gebäudes und der damit verbundenen Häftlingsschicksale stehen im Mittelpunkt der 2012 eröffneten Dauerausstellung. Damit wären wir am Ende unserer kleinen Tour angelangt. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen, Kommentare und Empfehlungen. Bis zum nächsten Video. Ciao.